Wir befinden uns hier in der Kellerrotunde des ehemaligen Offizierheims des Quartier Napoleon, der heutigen Julius-Leber-Kaserne. Mitte der 1930er Jahre für den Bauherrn als exklusives Büro errichtet, entdeckte General Jean de Lattre de Tassigny, der Oberkommandierende der französischen Truppen 1945, diesen Raum, als er hier den französischen Part im Alliierten Kontrollrat einnahm. Er bestimmte diesen Raum als exklusives Restaurant für die Stadtkommandanten der Franzosen und insofern wurde dieses Kellerrestaurant im Offiziercasino dann Cercle de Lattre de Tassigny genannt. Von hier aus werden wir dann weitere Stationen im ehemaligen französischen Sektor von Berlin ansteuern und dort auf Zeitzeugen treffen, die uns über ihre Erlebnisse berichten werden. Wir sehen jetzt einen Teil des ehemaligen französischen Sektors, nämlich hier durch diese Grenzen gekennzeichnet den Bezirk Reinickendorf und hier unten anschließend im Süden den Verwaltungsbezirk Wedding, der zu diesem französischen Sektor gehörte. Wir fahren jetzt vom Offizierheim in der Julius-Leber-Kaserne, dem früheren Offiziercasino des Quartier Napoleon, durch das Panzertor und fahren dann in die ehemalige Cité Pasteur, einem der französischen Wohngebieten. Und hier treffen wir dann auf Herrn Jean-Paul Dutranois und seine Frau, die in diesem Haus ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen, die Rue Ambroise Paré. Bonjour, Madame Dutranois, bonjour. Schön, dass wir uns hier sehen. Dankeschön. Vor 50 Jahren, 2 Tage, bin ich in Berlin angekommen. Da war 1972, am 7. September, und ich war Soldat. Ich war mit Vertrag mit 2 Jahren und ich habe gewählt Berlin und ich bin gekommen in Berlin, im 11-Jäger-Regiment. Habe ich meine Frau kennengelernt, 73. Wir haben geheiratet 76 und wir haben die Wohnung bekommen Anfang Juni 76 und wir haben gewohnt 2 Jahre lang bis Ende Mai 78. Ja. Es war eine schöne Wohnung, die war voll eingerichtet. Also uns hat nur die Waschmaschine gehört und der Fernseher. Alles andere war drin. Es war nicht unbedingt der Geschmack, den man selber hatte, aber sie war voll eingerichtet. Es war ein schönes Leben hier, aber es war eine Stadt in der Stadt. Also wer hier nicht raus wollte, der musste nicht raus. Der hatte alles, was er brauchte. Ein Einkaufsladen, eine Librerie, sagt man, Zeitungsladen. Ja. Auch die Kinder wurden in der Kaserne geboren, in der Regel. Ja, das hat uns gestört. Da war nur die Alarm um 3 Uhr Nacht manchmal. Und da war die Bereitschaft, in 2 Stunden, wir müssen fertig sein mit der Vorbereitung und so. Und wir haben öfter Alarm gehört. Ja. Ja. Aber da war nur Übung, Gott sei Dank. Da war kein echt Alarm. Ja. Der hat mir Angst gemacht, der Garnisonsalarm, wenn nachts um 3 eine Sirene ertönt und innerhalb von 5 Minuten alle Wohnungstüren klappern, alle Kinder anfangen zu weinen, das macht Angst. Wir haben uns kennengelernt im Diskothek. Ja. 17 Uhr, da war Schluss. Und 20 Uhr, wir waren alle in Diskothek. In Berlin. Ganz normal, ja. Ja, ganz normal. Wir haben 11 Monate auf die Heiratserlaubnis gewartet. Und weil wir haben geheiratet, wir haben die Wohnung noch nicht sofort bekommen. Und normalerweise, ich habe mit meiner Frau gewohnt im Wedding, aber in private Wohnung. Und für die Alarm war schlecht, wegen ich war nicht Bereitschaft, wir haben kein Telefon gehabt oder Privattelefon gegeben, Nummer. Und da war schlecht für die Armee und sie hat schnell besorgt eine Wohnung für uns. Ja. Von hier aus fahren wir dann hier noch gar nicht in der Karte drin, weil die Autobahn zu dem Zeitpunkt nicht existierte, einmal um den Tegeler See herum und fahren zum ehemaligen oder zum jetzigen Strandbad Tegelsee. Hier in diesem Uferstreifen befanden sich diverse geeignete Stellen am Seeufer, an denen die Soldaten des 46. Infanterieregiments
mit ihren gepanzerten Mannschaftstransportwagen den Gewässerübergang ausbildeten und übten. Hier treffen wir auf Thierry Speldoren, der Angehöriger dieses Regiments war. Bonjour. Bonjour, Herr Oberst. Hier zu sitzen gibt mir viele Erinnerungen von meiner Zeit bei Soldat in die 46 Regiment Infanterie, wo wir unser frontgepanzerte Fahrzeug im Wasser geschwommen sind. Erstmal war die ganze Vorbereitung. Wir haben eine ganze Woche angefangen zu trainieren. Ich habe die Möglichkeit, mit auch zu tauchen zu lernen, für Notfälle, dass etwas passiert. Und danach, wir sind ich glaube, war ein Samstag, wir sind hierher gekommen, nach die ganze Vorbereitung mit dem Fahrzeug. Auf der Straße sind noch alles geprüft worden, dass alles, die Dichtungen noch richtig in Ordnung sind, dass die Risiko zu vermeiden, dass ein Unfall passiert. Und danach war auch die Genie mit dem Schlauchboot im Wasser für Notfälle, dass wenn der Fahrzeug trotzdem unter Wasser geht, um die Leute zu retten. Und macht trotzdem einen Eindruck, wenn wir langsam auf diesen Strand, in diesen Weg fährst, im Wald und auf die Sand und langsam, dass dieses gepanzerte Fahrzeug im Wasser reingeht, weil dieses Fahrzeug wiegt 13 Tonnen. Und das zu denken, dass schwimmen kann, und das geht sehr, sehr tief, 2/3 ist unter Wasser ist, und dass dieser Eindruck, die Vorne von dem Fahrzeug schon tief im Wasser und langsam weiter rollt und fängt zu schwimmen, das ist schon, macht erstmal ein Angstgefühl. Und darum erstmal immer kontrollieren die Tür hinten, dass alle dicht sind. Und ja, das ist ein sehr schöner Moment gewesen. Wir sind, wenn ich gut in Erinnerung, 30 Minuten, Viertelstunde, zwischen 30 Minuten geschwommen auf diese See und wieder zurück am Strand, wieder langsam. Und das ist für mich eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil kann man nicht denken, als Wehrdienstsoldat so eine Erfahrung zu machen in Berlin. Und das war für mich ein sehr guter Moment und sehr stolz darüber, das gemacht zu haben. Von hier fahren wir quer durch den Tegeler Forst nach Nordwesten, hier an die ehemaligen Sandberge. Dort, wo sich jetzt ein ausgedehntes Naturschutz- und Naherholungsgebiet befindet, war bis 1994 der Standortübungsplatz der französischen Garnison in Berlin. Die Betonplattenstraßen hier verraten bis heute die ehemalige militärische Nutzung. Hier in den Sanddünen haben wir uns mit Bernard Lerayet verabredet. Bonjour. Bonjour, mon Colonel. Bonjour. Schön, dass Sie da sind. Danke. Hallo, mein Name ist Bernard Lerayet. Ich war damals in, was jetzt die Julius-Leber-Kaserne geworden ist, stationiert. Also damals war noch Quartier Napoleon. Gleich am Anfang bei der Grundausbildung, da sind wir in den Bereich hier, Raum Heiligensee, gekommen. Meistens zu Fuß oder manchmal mit LKW. Und hier haben wir gelernt, zum Beispiel, wie man sich Nacht oder am Tag oder im Winter oder beim Schnee und Sturm, wie man sich bewegt im Wald, sich zu verstecken, den Feind spüren, neutralisieren und abbauen. Und jedenfalls, also wir haben also hier ein paar Tage und ein paar Nächte so verbracht. Und hier vorne, auf diese Fläche hier vorne, da haben wir meistens unsere Zeltlager geschlagen. Und das war für uns immer am Freitag, wenn wir wussten, wenn der Kompaniechef zu uns gesagt hatte, Männer, am Wochenende wird gezählt, dann wussten wir Bescheid. Also es war meistens diese Stelle hier. Später, Ende 80, Anfang 81 bin ich zum Flak gegangen, also 20 mm Flak, also Flugabwehr. Und auch eine schöne Erinnerung, wo wir vorher, da wo ich mich mit der Oberst von Stuttnis getroffen habe. Man sieht eine Hügel, also Sandhügel. Und da war ich zu dieser Zeit mit LKW und wir haben eine Flak gezogen und Auftrag war,
genau oben auf diese Hügel zu kommen. Und da habe ich zu meinem Chef gesagt, also das wird nie klappen, das schaffen wir nicht. Und dann meinte sie mir, ja, machen Sie, wie Sie wollen, aber das müssen Sie tun. Also es hat ziemlich lange gedauert, da kamen ein paar Kameraden zu Hilfe. Und sehr spät Nachmittag standen wir oben auf dem Hügel und die hatten also doch geschafft. Und das habe ich jetzt mal per Funk gemeldet und da kam die Antwort zu mir, na sehen Sie doch, geht doch mit euch. Am See, also doch, das war so hier, Heiligensee, da waren wir bei der Kommandoschule, also unterwegs mit Schlauchboot. Und irgendwann sollten wir erstmal auf dem See fahren und da kam irgendwann die Meldung von hinten, ja, FKK-Strand um 3 Uhr. Da haben wir uns erstmal nach rechts geguckt und jedenfalls, wir haben erstmal den Kurs geändert Richtung FKK-Strand. Und es dauerte nicht lange und auf einmal kam ein Boot zu uns, also blau und weiß und blaues Licht und wir dachten, sieht nicht gut aus, also kurz ändern und wir fahren wieder geradeaus. Hier haben wir auch kleine Übungen gemacht. Das Prinzip war relativ einfach, blau muss rot suchen oder umgekehrt. Und werde ich nicht vergessen, irgendwann hat es ziemlich Krach gegeben, also alles was wir dabei hatten, haben wir erstmal geschossen und Handgranat. Und ziemlich laut alles und man hörte so aus der Ferne, aus der Richtung, wie jemand ganz laut fürchterlich geschrien hat. Und wir hatten ein paar Kameraden aus Elsass, die also uns später übersetzt haben und wir haben immer gefragt, was haben die gesagt, was haben die gesagt? Naja, er hat einfach gesagt, ob ich noch zu retten wäre und heute ist Samstag und dann nur um 3 Uhr früh und ob wir eventuell ein bisschen leise sein konnten. Also okay gut, die Munition waren alle, aber okay gut. Und das haben wir auch später versucht, irgendwie also nicht mehr so dicht dran an die Siedlung zu schießen. Es war vor 43 Jahren, es war Winter, kurz vor Weihnachten und lässt es aus. Da musste ich jetzt mal Stellung nehmen mit meinem Maschinengewehr. Und zu dieser Zeit war noch viel Schnee in Berlin und es war auch sehr kalt. Und ich lag da auf dem Boden mit meinem MG und ich sollte also Richtung Wald beobachten. Und es dauerte nicht lange und stand neben mir auf einmal ein älterer Ehepaar mit Kaffee und Kuchen. Also ich habe mich umgedreht und geguckt, habe gedacht, was ist hier los? Und da sagte mir der ältere Herr, Mensch, Kaffee ole. Wenn wir unterwegs waren und wir mussten da so lange warten, da sind spontan die Berliner zu uns gekommen und die haben uns erstmal Wasser mitgebracht oder Tee oder Kaffee. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber trotzdem die Erinnerung bleibt immer trotzdem im Herz und sowas kann man also nicht vergessen. Und jetzt fahren wir von hier, von den Sandbergen, wieder quer durch den Tegeler Forst an diese Stelle des Tegeler Sees, wo das Standort Offizierheim eingerichtet wurde. Nachdem die französischen Offiziere und Verwaltungsbeamten keinen Club hatten, in dem sie sich wie die Briten und US-Amerikaner abseits des Dienstbetriebs treffen konnten, wurde 1958 schließlich der Pavillon au Lac als Standort Offizierheim eröffnet. Er lag nordostwärts des Strandbades Tegel auf der Insel Reyerwerda. Dort wurde ein Gebäude errichtet, das Veranstaltungsräume, ein erlesenes Restaurant und große Terrassen über dem Tegeler See hatte. Gerade das Restaurant hatte einen legendären Ruf. Erst seit Beginn der 1980er Jahre bekamen auch Repräsentanten der Berliner Gesellschaft Zutritt zum Pavillon au Lac. Einer von ihnen war Jens Henrik Lambart, lange Jahre Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft Berlin. Guten Tag, Herr Oberst von Schüppelt. Ich freue mich heute besonders, hier an diesem historischen Ort wieder mal sein zu dürfen, nach so vielen Jahren. Die letzte Veranstaltung, die wir hier offiziell hatten, war, glaube ich, 1991, 92, wo wir hier also mit Mitgliedern unserer Gesellschaft ein Dîner amical feiern durften. Hier haben wir ein Bild aus den 60er Jahren. So sah es damals auf der Terrasse des Pavillon du Lac aus. Das war auch der Restaurateur, ne? Ist der nicht gestorben jetzt vor kurzem? Ich glaube nicht. Der hat in der Nähe hier im Umland ein Restaurant, Hotel aufgemacht. Ja. Und zwar mit dem Titel Normandie. Er selber war ja Normanne und das also war ihm hier zu groß.
Man hat ihn wohl gefragt, ob er weitermachen möchte. Und dann hat er gesagt, nein, also das kostet mich zu viel Kraft. Der Pavillon du Lac, hier direkt wunderbar am Tegeler See gelegen, wurde 1958 errichtet, natürlich zunächst als französischer Offiziersclub, und da hatten wirklich dann nur die französischen Militärangehörigen Zugang, und erst sehr viel später, nämlich 1982, hat man diese Regelung etwas gelockert. Es durften dann so peu à peu auch zivile Personen hier hereinkommen und hier speisen. 1982 gab es also Überlegungen, dass man gesagt hat, auch deutsche Gelder sind hier in die alliierten Einrichtungen geflossen, zum Beispiel auch hier im Pavillon du Lac. Der damalige General Gastorg hat sich überlegt, dass man doch dieses Haus, was also recht groß ist, vielleicht auch unter bestimmten Bedingungen deutschen Gästen zugänglich machen könnte. Es gab damals die gute oder sehr gute Idee, dass man einfach dieses Kontrollsystem vereinfacht, indem man eine Clubkarte ausgibt. Das heißt, alle Personen, die jetzt hier gerne hinein möchten, mussten erstmal einen großen Fragebogen ausfüllen und die Personalien und so weiter. Es wurde auch alles von der deutschen Polizei entsprechend kontrolliert und gegengeprüft, und wenn das alles in Ordnung war, dann gab es die bekannte Clubkarte für die Gäste, und man hat natürlich darauf Wert gelegt, dass möglichst sogenannte gute Deutsche, also in Anführungszeichen, Persönlichkeiten, die also auch gute Berufe hatten, die renommiert waren, das wollte man schon. Später hat der letzte General Kann mal nachgefragt, es sei doch auffällig, dass so viele Berliner Akademiker seien. Die Speisen hier, die hier angeboten wurden, sind von absoluter, also toller Qualität gewesen. Preislich gab es 2 Kategorien, das heißt die Angehörigen der der Garnison oder der französischen Garnison, die hatten andere Tarife als die jetzt reine Zivilisten waren oder ebenso wie wir als Gäste der Gesellschaft. Da gab es dann ein anderes Preisgefüge, aber das war trotzdem kein Problem, weil alle, die hier einmal waren, wussten, dass auch selbst bei einem gehobenen Preis es ein besonderer Ort war, hier zu sein, und eine Ehre eigentlich. Und das hat man dann auch gerne akzeptiert. Und vor allem, was ganz wichtig ist, in diesen Jahren hat man viele Freundschaften, viele Kontakte geschlossen über den Pavillon du Lac. Der General hatte damals befohlen oder vorgegeben, dass alle Gäste, die jetzt hier speisen möchten, eine Krawatte tragen müssten. Und da aber immer wieder einige Gäste relativ spontan hier hereinkamen und vielleicht auch die Krawatte gerade nicht um hatten oder vergessen hatten, gab es hier am Tresen eine Auswahl von circa 100 verschiedenen Krawatten. Das heißt, jeder konnte sich dort eine passende Krawatte aussuchen und war damit automatisch korrekt gekleidet. Von hier fahren wir einmal wieder um das Nordufer des Tegeler Sees herum, in die Nähe des S-Bahnhofs Tegel, dem Gare Française à Tegel, dem französischen Militärbahnhof. Von hier aus verlegen wir ostwärts in die Buddestraße. Hier, angelehnt an den heutigen S-Bahnhof Tegel, erbaute die französische Militärverwaltung ein Fachwerkgebäude und eröffnete es 1947 als Gare Française de Tegel. Hier war der Start- und Endbahnhof für den französischen Militärzug. Dieser bediente 3-mal wöchentlich Berlin und Straßburg in einer Direktverbindung. Die Tatsache, dass die Passagiere zunächst durch die sowjetische Besatzungszone und später die DDR fahren mussten, erforderten einige Besonderheiten, die den Fahrgästen auferlegt wurden. Einen von ihnen treffen wir jetzt, Herrn Général de Division Jean-Pierre Mies, heute französischer Militärattaché in Deutschland, der als junger Offizier in Berlin war. Hallo, guten Tag. Wie geht's? Ja, gut, danke für schön, dass Sie da sind. Ja. Macht viel Spaß. Ja, erstmal guten Tag. Ich bin Verteidigungsattaché seit 2 Jahren jetzt hier in Berlin, in der französischen Botschaft, und eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt wieder zurück bin an diesem Ort, an diesem kleinen Bahnhof, wo wir vor fast 40 Jahren mal angekommen sind. Das war
1985, damals war ich Kadett in der Schule von Saint-Cyr, und wir hatten eine Studienreise nach Berlin am Ende des zweiten Jahrgangs in Saint-Cyr. Das kam gleich nach einem Fallschirmjägerkurs in Pau im Süden Frankreichs. Da sind wir nach Straßburg geflogen mit einer Transall, und von Straßburg sind wir dann mit dem französischen Militärzug nach Berlin gereist. TMFB hieß das damals, und das war ein Nachtzug von Straßburg nach Berlin-Tegel. Ich kann mich gut erinnern daran, da sind wir eingestiegen in Straßburg, das war so um die 17, 18 Uhr, und da sind wir so langsam losgefahren, und wir hatten da Kompartiments, da waren wir zu 4 oder zu 6 zusammen, und ja, da haben wir geplaudert, haben wir Karten gespielt wahrscheinlich, und irgendwann, wir wussten, dass es ein bisschen was Besonderes wird, wenn man über die Grenze, die innere deutsche Grenze fährt. Aber die haben wir wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Wir hatten aber im Voraus, und deswegen habe ich auch das mitgebracht, wir hatten im Voraus so eine kleine Mappen, wie soll man das, also einen kleinen Reiseführer, also im Grunde genommen, bekommen. Und da war eine Seite drauf, wo wo aufgeschrieben war, was man so tun sollte oder könnte oder auch aus Sicherheit nicht machen sollte, hauptsächlich in dem Zug. Und da steht so zum Beispiel drin, dass man die Türe nicht öffnen könnte, natürlich nicht vom Zug runtergehen konnte, wenn der Zug mal zum Stehen kam. Man konnte sich auch nicht aus den Fenstern lehnen, auch kein zu scharfer Lärm machen wegen Berufung der französischen Armee, nichts aus dem Fenster werfen, und auch keine Fotos, keine Filme und keine Diskussion haben mit Militärs aus der NVA oder mit der Zivilbevölkerung in Deutschland, in Berlin-Ost. Also das war ganz interessant. Wir sind dann angereist, wie gesagt, am Frühmorgen angekommen hier in Tegel, und haben dann mit Busse sind wir dann zum Quartier Napoleon gefahren. Das ist die derzeitige Julius-Leber-Kaserne, und das war unser Standort dann für diese sechstagigen Aufenthalt. Und wir hatten dann die Möglichkeit, in den Tagen danach uns Berlin-West anzuschauen, by Day and by Night. Das war ja auch ein wichtiger Teil des Programms. Da hatten wir Austausche mit Tegel, mit Reinickendorf. Wir hatten dann auch die Möglichkeiten, uns andere Sachen anzuschauen. Natürlich das Gebäude des Reichstages, das stand ja gerade so vor der Mauer. Wir hatten auch andere Standorte an der Berliner Mauer besucht, im nördlichen Teil, im französischen Gebiet. Wir hatten dann auch gesehen, wie die französischen Regimenter, die beiden, die da waren, auch trainiert haben, in den verschiedenen Trainingsorten, aber auch mitten in der Stadt. Wir hatten da so eine Demonstration mit Panzer mitten in der Stadt. Das war ganz beeindruckend. Die AMX-30 da, die fuhren da ganz schnell durch die Stadt, und die Berliner, die fanden das eigentlich ganz normal. Da hatte man gesehen, das gehörte dann zu deren Leben. Wir hatten dann auch einen halben Tag in Berlin-Ost mit Bussen. Da konnten wir leider nicht viel sehen. Da waren immer dieselben Stellen, die man anschauen konnte. Wir waren im Treptower Park, da an der großen Gedenkstätte der Sowjetarmee. Wir haben auch die Wache gesehen, die Ablösung der Wache an, ich weiß nicht, wie das genau hieß. Und wir waren auch am Berlin-Alexanderplatz. Ja. Und wir hatten noch in diesen einigen Tagen, ich habe ja gesagt, das war die erste Woche im Juli, und wir waren dann eingeladen zu der Feier an Independence Day, 4. Juli. Da machten die Amerikaner ein sehr großes Fest, Militärparade, und das war auch ganz beeindruckend. Und als wir dann wieder losfuhren, nach 5 oder 6 Tagen, da konnten wir auch miterleben, als wir hier von Berlin-Tegel gestartet sind, das war so abends wieder, 17 oder 18 Uhr, wie man Nachtzug. Und da konnten wir auch mitbekommen, was das alles war, so über die östlichen Länder in Deutschland zu überqueren. Und da haben wir wirklich aufgepasst. Da mussten wir auch die
die Fenster schließen und auch die Gardinen ziehen. Und da haben wir immer wieder ein bisschen rausgeguckt, wie das so ist eigentlich, ob das wirklich so schlimm ist. Militärs haben wir nicht viel gesehen von der NVA, aber das war sehr interessant. Und ich kann mich auch gut erinnern, im Zug zurück sind wir ziemlich schnell eingeschlafen auch, weil wir hatten einige Nächte ein bisschen länger draußen verbracht. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Junge Zeiten, ältere Zeiten schon für mich, aber das blieb ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Und das war eigentlich mein erster Besuch in Berlin. Und jetzt ist Berlin fast eine normale Stadt, aber man spürt überall die Historie. Genau wie hier. Ne? Das ist auch noch ein bisschen ein Teil davon. Aber eine sehr interessante und einzigartige Stadt. Von hier fahren wir fast genau nach Osten zum Bezirksamt Reinickendorf. Hier und im angrenzenden Ernst-Reuter-Saal machten alle französischen Stadtkommandanten und Truppenkommandeure ihre Antrittsbesuche. Hier fanden aber auch legendäre Begegnungen zwischen der Berliner Zivilbevölkerung und den französischen Soldaten statt. Jährlich zur Weihnachtsfeier und zum Karneval war hier High Life. Einer der ehemaligen Bediensteten der Stadtbezirksverwaltung wartet auf uns im Foyer des Ernst-Reuter-Saals, Bernd Zock. Mein Name ist Bernd Schock. Ich bin alter Reinickendorfer, bin 1965 ins Bezirksamt Reinickendorf Tiefbauamt versetzt worden, war dort später Referatsleiter für Tiefbau, Tiefbauplanung und Entwurf. Und wir haben eng mit den Franzosen zusammengearbeitet. Das war nachher noch mehr, als ich Personalratsvorsitzender war und mit dem Bezirksbürgermeister Herbert Griegers regelmäßig Treffen mit den Franzosen besucht habe. Hier im Reutersaal haben ja viele Veranstaltungen stattgefunden. Hier haben sich der Stadtkommandant, aber auch die Militärregierung und die Verbindungsbüros, der Herr Corcel als Leiter Verbindungsbüro, immer hier seine Empfänge gemacht, respektive auch Kulturveranstaltungen. Aber ein Wesentliches waren immer die Silvesterfeiern, die Weihnachtsfeiern insbesondere, wo auch viele Bürger aus Reinickendorf hier Gäste aufgenommen haben, Soldaten aufgenommen haben. Und später, wenn die Soldaten ausgeschieden sind, haben wir auch einige übernommen ins Bezirksamt. Die Empfänge des jeweiligen Stadtkommandanten fanden nicht hier in dem Saal, sondern in dem Raum über mir hier statt. Dort kam der General jeweils und machte seinen Antrittsbesuch mit seinen Offizieren. Bis 1994 waren ja die Franzosen teilweise noch hier. Und ich kann mich gut erinnern, 1994, dass der Ministerpräsident Mitterrand eine Parade hier in der Nähe des Reutersaals abgenommen hatte. Und dazu musste das Tiefbauamt Laternen und Gehwege beseitigen, damit die Panzer, wenn der Kommandant des Panzers den Herrn Präsidenten gegrüßt hat, dass er ihn dann noch sehen konnte. In meinen jungen Jahren war ich ja auch schon mit den Franzosen eng verbunden in der DLRG und wir durften in der Quartier Napoleon die französischen Soldaten im Schwimmen ausbilden. Wir haben also eine Vielzahl von privaten als auch dienstlichen Kontakten mit den französischen stationierten Soldaten hier gehabt und wie gesagt auch viele in die Verwaltung übernommen. Und nun fahren wir nach Südosten, schon in den ehemaligen Bezirk Wedding, in die Müllerstraße zum Centre Français. Südostwärts vom Bezirksrathaus Reinickendorf in der Müllerstraße und damit bereits im ehemaligen Stadtbezirk Wedding entstand 1961 auf einem unbebauten Grundstück auf Weisung des französischen Stadtkommandanten als Zentrum des kulturellen Lebens der Garnison das Centre Culturel Français. Neben der großen Bibliothek, Vorlesungsräumen, Lehrküche, Kino- und Theatersaal gab es dort auch ein Restaurant und Hotel. Seit dem Abzug der französischen Truppen Ende 1994 besteht hier das Centre Français de Berlin und hier begrüßen uns Florian Fangmann, der Geschäftsführer, und Alain Géliot, ehemaliger Filmvorführer in allen 3 französischen Kinos im französischen Sektor.
Ich habe hier auch Filmvorführungen gemacht es kam wie jetzt im Moment im Centre Français, da kamen viele Schülergruppen aus Frankreich mit dem Zug, also nicht mit dem Bus, durch die alliierten Korridore, die sind mit dem französischen Militärzug gekommen. Und da haben wir denen Filme gezeigt über Berlin, die Mauer, wie die Mauer gekommen ist und Bilder auch von der Mauer und so weiter. Und später sind im Bus von den GmbH gestiegen, diese blauen Busse. Und die haben so Rundgänge durch Berlin gemacht. Ja. Und wohnen dürfen sie alle in den Zimmern im Centre Français. Ja. Und ich kann mich erinnern, was die Jugendlichen, sogar manchmal die Erwachsenen, die Begleiter, konnten nicht verstehen, dass sie durch zwei Zonen gefahren sind. Denn die haben alle gedacht, Berlin liegt genau zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR. Die konnten nicht verstehen, dass Berlin mitten in der DDR war. Da gab es immer 2 Weihnachtsfeiern für die Bedürftigen und Behinderten und Kinder von Reinickendorf und Wedding. Ich habe da Trickfilme gezeigt, 2, 3 Trickfilme für die Kinder. Und dann kam der Weihnachtsmann, so ein Schlitt mit kleinen Engeln. Die kleinen Engel, das waren ganz kleine Kinder vom deutsch-französischen Kindergarten, von afrikanischer Straße. Die hatten sie da kleine Flügelchen, das war richtig süß. Und da haben sie da, der Weihnachtsmann seine Pakete verteilt. Mit Frau von der Stadtkommandant und Offiziersfrauen, die haben mitgeholfen. Einer der bestbesuchte Filme war, wie gesagt, La Boum. Und den habe ich im Cinema L'Aiglon am Côte-Chamard-Damm, das Militärkino. Wir hatten da viele Familien, aber die meisten waren Soldaten. Ne? Das Kino hat 610 Plätze gehabt, das war immer voll. Die meisten Filme mit Louis de Funès, mit Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, die waren ständig gut besucht. Die Filme kamen nach Berlin immer 6 Monate raus, also später als in Frankreich. Aber die Leute haben schon davon gehört. Ja? Und natürlich haben sie den Kinosaal gestürmt und das waren manchmal noch 100, 150 Leute vor der Kinotür und da erwartet. Da mussten wir eine Vorstellung, manchmal 3 Vorstellungen mehr machen, ne? Damit alle Leute zufrieden waren. Und in dem Kino konnte jeder hingehen. Ne? Oft fragt man mich, dürften die Deutschen auch da reingehen? Ja klar, also die Soldaten sind viel mit ihren Freundinnen da reingegangen, ne? Klar, haben da geschmust. Und das, was lustig war, wenn einer mit einem junges Mädchen, Minirock und so ins Kino gestürmt ist, da haben sie da alle gepfiffen, ne? Das war klar. Ne? Wir hatten 2 Kassen, also 2 Buchführungen. Die Leute, die konnten damals in D-Mark bezahlen oder in Franc, was auch nicht so einfach war. Ne? Und manche hatten zu wenig Geld, also mussten wir da das zu wenig Franc, das heißt den Rest mit D-Mark, also war schon ein bisschen anstrengend. Wo ich klein war, hat vielleicht eine Vorstellung mit 50 Pfennig gekostet, später 1 Mark, 1,50 Mark. Hier sind die ganzen Poster von aktuellen Filmen. Jetzt fehlt eigentlich nur ein Kaffee oder so. Ja, das hätte ich Ihnen auch gerne angeboten. Herzlich willkommen im Centre Français de Berlin. Mein Name ist Florian Fangmann. Ich bin der Geschäftsführer hier im Centre seit ca. 10 Jahren. Genau, das Gebäude wurde 1961 gebaut von den französischen Alliierten als Kulturzentrum zwischen der Militär sozusagen, Regierung oder den Angehörigen, die hier in der Gegend gewohnt haben, aber auch als Kulturzentrum für die lokale Bevölkerung aus dem Wedding und Reinickendorf insbesondere. Wir haben vorne eine Unterkunft mit über 50 Zimmern. Wir haben hinten hier diesen Kinosaal, Veranstaltungssaal und mehrere Leseräume gehabt. Es gab unten einen Ausstellungssaal für Künstlerinnen und Künstler und eine große Bibliothek. Dann Abzug der Alliierten 1994, übertragen an die Bundesrepublik Deutschland, wurde dann das Centre Français de Berlin, gemeinnützige GmbH, gegründet mit der Aufgabe, die Völkerverständigung in Europa, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, aber nicht nur, voranzutreiben. Und das machen wir heute. Unser tägliches Geschäft ist wirklich junge Menschen, insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere junge Menschen aus beiden Ländern oder aus ganz Europa zu bestimmten Themen zusammenzubringen. Es kann schulisch sein, es kann außerschulisch sein, Theater, Tanz, Sport, zu Geschichtsthemen, freiwillige
die sozusagen den Freiwilligendienst im Ausland machen oder hier in Berlin in verschiedenen Trägern. Und wir sind auch ein Kulturzentrum hier für Berlin. Wir verstehen uns da als soziokulturelles Zentrum, haben also auch Künstler, die hier unterkommen. Also sehr vielseitig, heute mit 25 Angestellten, 10, die den Freiwilligendienst machen. Und auch, was man auch machen kann hier, ist einfach nur unterkommen in der Unterkunft. Man kann ein Seminar hier abhalten. Und nun haben wir eine ganz kurze Rückfahrt über die Müllerstraße, Kurt-Schumacher-Platz zur Hauptwache der Julius-Leber-Kaserne. Fast 50 Jahre lang bis Ende 1994 als Quartier Napoleon, Stationierungsort von rund 2.500 französischen Soldaten und über 1.000 meist deutschen Zivilbediensteten. Und mit dem Blick auf das ehemalige Port Principal endet unsere heutige Reise zu den Erinnerungsorten im ehemaligen französischen Sektor und einem Stück Westberliner Geschichte.